Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es gut, ihr seid alle gesund. Heute nutzen wir Synergien aus Atem und Bewegung und formen die zu einer Art Slowmotion, wo es nicht darum geht, in die Endhaltung zu kommen, sondern der Weg dorthin, die Übergänge, Transitions genannt, sind das zentrale Augenmerk. Wir kombinieren dabei yogische Elemente mit Dingen und Inspiration aus der Athletik, ein wenig aus dem Voodoo und natürlich auch Turnvater Jan kommt nicht zu kurz. Darum fangen wir auch unkonventionell an, also legen wir los. Fangt an, ein bisschen locker zu hubbeln, ein bisschen abzuheben mit euren Füßen, ein bisschen dieses federnde Element, die Arme schwingen, ganz entspannt, sozusagen ein wenig herum und wir bewecken den gesamten Körper durch diese kleinen federnden Bewegungen auf. Doch mal nicht viel falsch machen. Okay, ein bisschen an die Hüfte zu drehen. Ein bisschen ausschütteln. Und bringen wir die Fersen an die Pobacken. Okay, ein bisschen ausschütteln. Dann fangen wir an wie so eine, hier so eine Turmglocke hier. Links, rechts, tak, 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 tak. Okay. Ein bisschen ausschütteln. Und noch Klassiker. Springen wir doch mal auf beiden Beinen. Und dann kommen wir langsam zum Stillstand. Schütteln Sie mal beide Beinchen ein wenig aus. Stellt sich den hüftbreit hin. Atmest ein, führst beide Arme über den Kopf und jetzt lassen wir den linken Arm in eine kraulende Bewegung, den rechten Arm in eine Rückenschwungbewegung. Also links nach vorne, rechts zurück und fangen an, Kreise zu drehen. Sich gerne oben die Hände sozusagen begegnen. Und vielleicht fängt es auch ein bisschen an, mit den Beinen leicht mitzugehen. Jetzt vielleicht ein wenig schneller. Und das große Kreis. Und dann treffen wir uns oben. Und jetzt rechts kraulen, links Rückenschwung. Gleiche Prinzip. Große Kreise. Jetzt vielleicht wieder ein wenig schneller. Und dann triffst du dich um. Und mit langsam die Hände zur Seite. Drück sozusagen die Hände weg von dir, die Zeigefinger zeigen nach oben. Dann lassen wir die rechte Hand abknicken. Und jetzt immer im Wechsel. Wenn ich die Handgelenke aufwärme. Okay, ein bisschen einatmen. Und nimm beide Hände wieder, Zeigefinger zeigen nach oben.
Mit der Einatmung, wenn du eine Schraube drehst, drehst du sie langsam nach hinten auf, machst so ein gefühltes Hohlkreuz, geh mal Richtung Decke. Mit der Ausatmung rollst du dich in einen Katzenbuckel und drehst die Schraube nach vorne. Willst vielleicht sogar die Fingerspitzen nach unten zeigen. Mit der Einatmung, drehst du die Schraube langsam wieder nach links auf. Machst ein gefühltes Hohlkreuz. Mit der Ausatmung rollst du dich wieder nach vorne, Katzenbuckel. Einatmen ein letztes Mal. Dreh die Schraube sozusagen auf. Und mit der Ausatmung drehst du die Schraube wieder zu. Mit der Einatmung komm wieder in die neutrale Position, streck die Fingerspitzenseite aus. Und jetzt stellst du dir vor, du bist 15, picklig, stehst vor deinem Spiegel und willst so eine kleine Wellenbewegung machen. Ein bisschen Breakdance. Das ist alles nicht mehr ganz so geschmeidig, aber stehst einfach vor, schließ die Augen. Du bist 15, picklig und machst jetzt hier deinen Move vor deinem Spiegel. Okay, langsam die Welle ausgleiten lassen. Atme noch einmal ein und mit der Ausatmung führst du die Hände vor deinem Brustbein zusammen und verschränkst die Hände. Nimmst die Ellbogen relativ dicht an deinen Rippenbogen. Und jetzt drehen wir ein wenig die Handgelenke. In die andere Richtung. Okay, ein bisschen ausschütteln. Machen wir noch ein paar Hüftkreise. Mit der Einatmung machst du mit dem hinteren Halbkreis und mit der Ausatmung schiebst das Schambein nach vorne und machst den vorderen Halbkreis. Mit der Einatmung wieder Po nach hinten, leicht geführtes Hohlkreuz. Mit der Ausatmung schiebst das Schambein nach vorne und den vorderen Halbkreis. Dann mit der Einatmung zur Hälfte hinten. Und dann kommst du langsam in die andere Richtung. Gleiches Spiel. Vorne den Halbkreis. Ausatmen, Schambein nach vorne. Mit der Einatmung drückst du die Pobacken leicht nach hinten. Und dann finde deine Kreis. Okay. Dann kommen wir langsam auf unsere Matte. Und nochmal kurz unsere Po-Backen auf die Fersen. Und strecken die Ärmchen nach vorne aus, kommen direkt auf unsere Fingerkuppen, Handflächen und Ellbogen, lösen sich von der Matte. Und drückst nochmal ein bisschen mit deine Fingerkuppen und lässt deine Po-Backen vielleicht noch ein bisschen mehr auf deine Fersen absinken. Einatmung, hebt den Blick. Machst du ein geführtes Hohlkreuz. Mit der Ausatmung rollt das Kinn mit zum Brustbein, hebt langsam deine Po-Backen von der Ferse ab und schiebst dich in ein Vierfüßler. Zeigefinger, zeigen grob 12 Uhr, Hände schulterbreit, Knie hüftbreit. Mit der Einatmung dann geführtes Hohlkreuz und mit der Ausatmung dein Katzenbuckel, schieb das Schambein nach vorne und den Punkt zwischen deinen Schulterblättern Richtung Beck. Mit der Einatmung das geführte Hohlkreuz. Scheitelpunkt des Kopfes Steißbein Richtung Blicke. Und mit der Ausatmung deinen Katzenbuckel. Und das mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Lass den Atem aber das führende Element sein. Schließ dabei am besten die Augen und nutzt die gesamte Atemlänge für deine Welt. Okay, in der nächsten Einatmung kommen wir wieder in die neutrale Position. Und dann sozusagen kreuzen wir unsere Hände unter unserem Brustbein mittig in deiner Matte. Die rechte Hand über die linke Kleinfinger sozusagen berühren sich.
Und mit der nächsten Einatmung strecken wir langsam das rechte Bein nach hinten aus. Rechter Fuß ist geflext, Ferse drückt gegen eine imaginäre Wand. Der große Zeh dreht Richtung linker Ferse ein. Das ist ein bisschen Alkoholtest. Aber finde mal deinen Fokus. Darum geht es, richtige Übung zu können. Ihr werdet schon wackelt wie ein Weltmeister. Hey, dann ist es so. Versuch dich zu entspannen in deiner Gesichtsmuskulatur. Und mit der nächsten Einatmung löst du langsam deine linke Hand hervor und streckst sie nach vorne aus. Der linke Daumen zeigt nach oben. Gleichgewicht kann man nicht erzwingen. Versuch einfach loszulassen und dich zu entspannen, zu atmen. Bei der nächsten Einatmung hebst du den linken Arm, das rechte Bein noch ein Stück weiter nach oben. Und dann beugst du langsam das rechte Bein an, greifst mit links über deine linke Pobacke zurück zum rechten Fußspann, drückst in deine rechte Hand, drehst vom Bauchnabel. Linke Brust, linke Schulter. Schaust vielleicht über deine linke Schulter Richtung Decke und hast gefühlt, willst gefühlt das rechte Bein dosiert strecken. Mit der nächsten Einatmung langsam wieder die rechte Ferse nach hinten raus. Linker Arm nach vorne. Mit der Ausatmung das rechte Knie in die Matte und die linke Hand sozusagen setzt ab. Rechts von der linken kleinen Finger berühren sich. Gleiches Spiel hier. Mit der Einatmung langsam die linke Ferse nach hinten raus. Entspann dich nochmal mit der Ausatmung Erde, rechten Fußspann, rechtes Knie. Und den Fokus linke Hand. Dann ziehst du langsam mit der Einatmung den rechten Arm nach vorne. Wenn du nächste Einatmung hebst du das rechte Arm mit dem Bein ein Stück weiter nach oben. Und dann beugst du das linke Bein an. Langsam. Greifst mit rechts zurück zum linken Fußspann. Drückst nochmal die linke Hand ein bisschen mehr in die Matte. Drehst dich vom Bauchnabel. Rechte Brust, rechte Schulter. Und das Gefühl, das linke Bein jetzt im linken Quadrizeps. Einen netten Stretch. Mit der Einatmung langsam wieder linke Ferse nach hinten raus. Rechter Arm nach vorne. Und mit der Ausatmung. Linke Knie in die Matte und beide Hände wieder. Schulterbreit, ganz normal in die Matte. Jetzt legst du mit der Einatmung deine rechte Hand auf deinen linken Handrücken. Linke Hand ist dort, wo sie ist. Versuchst dich zu entspannen. Und mit der nächsten Ausatmung streckst du langsam deine rechte Ferse nach hinten aus. Atmest ein, entspannst dich und mit der nächsten Ausatmung versuchen wir auch den rechten Arm nach vorne auszustrecken. Ohne dass vielleicht der Teller auf deinem Po-Backen jetzt nach links wegrutscht. Versuch die Ferse nach hinten rauszudrücken. Den großen Zeh weiter zur linken Ferse. Mit der nächsten Ausatmung langsam drehst du deine rechte Hüfte auf. Rechte Hand an deinen rechten Hüftknochen. Drückst jetzt mit deiner Fußsohle in die imaginäre Wand. Mit der Einatmung streckst du den rechten Arm Richtung Decke aus. Und mit der Ausatmung ziehst du deinen rechten Arm über dein rechtes Ohr. Versuchst in deiner rechten Flanke zu wachsen. Vielleicht wackelst du mit deinen Fingerspitzen deiner rechten Hand ein wenig. Dein linker Arm ist stabil, aber leicht. Und wenn du jetzt machst, beugst du langsam das rechte Bein ein. Greifst mit deiner rechten Hand zu deinem rechten Fußspann und drehst das Brustbein. Knie Richtung Decke auf. Die nächste Einatmung langsam wieder Fußsohle nach hinten raus. Rechter Arm Richtung Decke, Blick folgt. Mit der Ausatmung Blick zur Matte. Rechte Hand langsam. Rechtes Knie
Touchdown. Vielleicht lässt du einmal die Luft durch den Mund heraus ab. Dieses gehende Pferd ist immer hilfreich, um deine Gesichtsmuskulatur zu lockern, weil wenn du da verkrampft bist, verkrampft in der Regel der gesamte Körper. Mit der Einatmung linke Hand auf deinen rechten Arm drücken. Streck mit der Ausatmung langsam das linke Bein nach hinten raus. Hab den Fuß geflext, großer Zeh dreht zur rechten Ferse. Atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung löst du langsam den linken Arm auch nach vorne. Versuchst die Hüfte bestmöglich parallel zu lassen, zu wachsen. Versuch dich zu entspannen, zu atmen, ganz natürlich. Und mit der nächsten Ausatmung langsam die linke Hand an deinen linken Hüftknochen. Drück deine Fußsohle in diese imaginäre Wand, dreh das Brustbein Richtung Decke auf. Atme ein, streck den linken Arm Richtung Decke. Mit der Ausatmung zieh deinen linken Arm über dein linkes Ohr. Ich langsam dein linkes Bein an. Greif mit links zurück zu deinem linken Fußspann. Dreh dein Brustbein, Knie Richtung Decke auf. In der nächsten Einatmung wieder Fußsohle nach hinten raus. Linker Arm Richtung Decke. Mit der Ausatmung Blick zum Boden. Linke Hand. Linkes Knie in die Matte für den Vierfüßler. Atme einmal ein geführtes Hohlkreuz. Mit der Ausatmung roll das Kinn Richtung Brustbein. Mach einen Katzenbuckel, presse deinen Fußspann. Komm in eine Planke, schieb die Nase leicht nach vorne. Mit der Einatmung wieder Knie in die Matte. Gefühlte Hohlkreuz. Mit der Ausatmung roll das Kinn zum Brustbein, stell die Zehbeine auf, streck die Beine. Herabschauender Hund. Sicher die Hände weit auseinander, Zeigefinger 12 Uhr. Und vielleicht fängst du an so ein bisschen Walking Dog. Mit der Einatmung immer neutral und mit der Ausatmung rollst du dann ein Bein an und schaust um deine Achsel hindurch. Einatmen und aus. Und dann komm wieder in den normalen herabschauenden Hund. Mit der Einatmung Zehenspitzen. Mit der Ausatmung rollst du dich langsam. Zieh das am Brustbein. In einer Wellenform nach vorne. Lass langsam die Hüfte Richtung Boden sinken. Und erst dann hebst du das Kinn für den heraufschauenden Hund. Mit der Ausatmung, Kinn zum Brustbein, das kommt zwischen den Schulterblättern wieder nach oben, den Po-Backen und dann streck die Beine wieder, herabschauender Hund. Aber die Luft durch den Mund heraus, ab. Mit der nächsten Einatmung streck das rechte Bein nach hinten raus, dreibeiniger Hund. Mit der Ausatmung beugt das rechte Bein an, bring deine rechte Ferse zur linken Poback und dreh nur deine rechte Hüfte auf. Schultern parallel, linke Ferse strebt Richtung Boden. Mit der nächsten Einatmung Fingerspitzen rechte Hand. Mit der Ausatmung löst langsam deine rechte Hand und deinen rechten Daumen zum Brustbein. Bei deinem Ziel linke Hand, linken Fuß. Weiterhin ist die Ferse an deiner Poback. Atme noch einmal ein und mit der Ausatmung rollst du in Zeitlupe, Slowmotion, langsam auf die Außenkante deines linken Fußes und bringst deinen rechten Fuß rechts von dir in die Matte. Pobacke bis kurz vorm Boden. Mit der Einatmung, mit Jagger-Pose, heb dein Gesäß nach oben an und streck deine rechte Hand über deinen Kopf. Mit der Ausatmung, die rechte Hand rechts von dir in die Matte. Löst deine linke Hand und deinen rechten Fuß einmal zu High Five.
Mit der Einatmung rechten Fuß wieder in die Matte, linke Hand wieder auf die Matte. Hebt dein Gesäß wieder an mit Jagger, zweiter Part. Mit der Ausatmung Po-Backe wieder kurz vom Boden, Daumen, Brustbein. Mit der Einatmung rechte Hand in die Matte, dreh auf die Zehenspitzen eines linken Fußes und streck das rechte Bein nach hinten raus. Mit der Einatmung Zehenspitzen, mit der Ausatmung ziehst du das rechte Knie Richtung linken Ellenbogen. Rollst auf die Innenseite, linker Fuß, löst den linken Daumen zum Brustbein und streckst das rechte Bein nach links aus. Mit der Einatmung wieder Ferse, Po-Backe, dreh auf die C-Bein, linker Fuß und mit der Ausatmung linke Hand in die Matte und streck das rechte Bein nach hinten raus. Mit der Einatmung beugst du das linke Bein leicht an und kommst jetzt einmal in eine Handstandbewegung nach oben und bringst den rechten Fuß langsam Richtung Händen in die Matte, linke Bein streckt nach hinten raus. Atme ein, Fingerspitzen, flat back. Mit der Ausatmung löst die Daumen langsam zum Brustbein und kommst in diese Krieger-3-Variante. Atme ein, streck die Arme nach vorne. Mit der Ausatmung zieh langsam das linke Knie zum Brustbein. Fäuste unter Rippenbogen machen, Katzenbuckel. Ich nenne das immer Flamingo-Pose. Mit der Einatmung roll ich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Arme nach oben, Knie zieht zum Brustbein. Mit der Ausatmung streckt das linke Bein einmal langsam nach vorne auf. Mit der Einatmung Ferse zur Po-Backe. Und jetzt bringst du sozusagen deinen linken Unterschenkel kurz hinter deine rechte Ferse. Ohne Hände rollst du sozusagen auf den Rücken. Atmest an, streckst die Ärmchen hinter dir über den Kopf. Mit der Ausatmung ziehst du die Beine einmal hinterher und rührst vielleicht deine Fingerspitzen. Mit der Einatmung wieder linke Bein beugst du wieder an. Sitze den rechten Fuß vor dich in die Matte und streckst den linken Arm nach vorne aus und den rechten nach hinten. Atmest noch einmal ein. Mit der Ausatmung rollst du dich ohne Hände wieder auf deine Po-Backe und streckst die Beine aus auf den Rücken. Atme ein, streck die Ärmchen über den Kopf. Mit der Ausatmung ziehst du die Beine in einer Art Flug wieder über den Kopf, Hände berühren sich. Mit der Einatmung wieder Bein anwenden und rechten Fuß nach vorne und kommst direkt in diese Adha Chandrasana Variante. Ohne Hände am Boden, der linke Fuß ist parallel zum Boden, Fußsohle drückt gegen diese imaginäre Wand und die Arme strecken auseinander für Flügelarme. Dann atme noch einmal ein, mit der Ausatmung kommst du langsam das rechte Bein an. Kontrolliert steigst du mit dem linken Fuß zurück. Der linke Fuß ist 45 Grad in der Matte, atmest ein, rechte Hand, Spiegel. Linke Hand, Rückseite, linker Oberschenkel für den friedlichen Krieg. Mit der Ausatmung beugst du langsam dein rechtes Bein an. Beugst das rechte Bein streckst du vielmehr, das linke Bein beugst du an. Kreuz deine Ärmchen. Und kommst so in diesen Voodoo Warrior hier. Schaust Kung Fu technisch. Und fängst an so ein bisschen zu bouncen hier. Spiel dann mit meinen Fingern immer so ein bisschen Klavier. Okay, mit der nächsten Einatmung die Raute vor der Brust. Mit der Ausatmung drückst du die Raute weg von dir und bringst deine rechte Po-Backe fast bis zum Boden. Mit der Einatmung reißt du mit der rechten Hand rechts von den Oberschenkel in die Matte, hebst dein Gesäß nach oben an, wir nennen das die Brücke des Kriegers und streckst den linken Arm über den Kopf. Mit der Ausatmung bringst du die rechte Po kurz vom Boden, holst mit deinem linken Arm Schwung um deinen linken Unterschenkel, schiebst dich über den rechten Fuß nach vorne, schiebst diesmal die rechte Hand wie ein Schwert nach vorne, hebst das linke Bein wieder von der Matte an, Adha Chandrasana als Krieger mit einem Schwert in der Hand. Mit der nächsten Ausatmung ziehst du langsam das linke Bein nach vorne, beugst das rechte Bein an, legst den linken Fußknöchel auf dein rechtes Knie, der linke Fuß ist geflext, und legst deine Unterarme, so wie so ein Tisch, auf deinen linken Unterschenkel ab. In der nächsten Einatmung richtest dich langsam wieder auf, streckst die Arme nach oben, das linke Knie wieder zum Brustbein. Mit der Ausatmung wieder deinen linken Unterschenkel hinter deiner rechten Ferse, roll dich über die Po-Backe, streck die Beine aus auf den Rücken. Atme ein, streck die Ärmchen über den Kopf. Mit der Ausatmung zieh die Beinchen wieder über den Kopf. Mit der Einatmung roll wieder zurück, rechter Fuß vorne, linker Bein angewinkelt. Und jetzt kommen wir direkt in eine Krieger-3-Variante. Machst du eine Knarre mit deinen Händen, streckst das linke Bein nach hinten raus.
Mit der Ausatmung kommst du langsam das rechte Bein an, nimmst deine Hände bis 0,2 cm vom Boden und streckst das linke Bein so weit nach rechts, ohne den Boden zu berühren. Atme noch einmal ein. Mit der Ausatmung kräftiger rechter Fuß. Drück dich wieder nach oben, linke Ferse hinten raus, Daumen, Brustbein. Mit der Einatmung streck die Ärmchen nach vorne aus. Mit der Ausatmung beug das rechte Bein wieder an, linken Unterschenkel wieder in die Matte, roll dich wieder auf deinen Rücken, streck die Beine aus. Atme ein, streck die Arme über den Kopf. Mit der Ausatmung die Füße wieder über den Kopf. Mit der Einatmung wieder linke Bein angebeugt, rechter Fuß. Nimm die Hände vor dich in die Matte. Und jetzt kommen wir ein bisschen in so Handstand-Geschichte, dass du hier einmal hochkommst oder eben auch zweimal. Fuß wieder in die Matte. Zurück. Mit der Einatmung Arme über den Kopf. Mit der Ausatmung der Füße hinter. Und dies jetzt die Besonderheit. Mit der Einatmung rollen wir uns direkt in einen Squat. Ups. Fast geklappt. In einem stützt die Daumen, Brustbein. Nimmst dann die Hände vor dich in die Matte, Zeigefinger 12 Uhr. Nimmst deine Knie an deinen Trizeps. Schiebst dich ein bisschen nach vorne, machst einen Katzenbuckel. Und dann löst du vielleicht einen Fuß nach dem anderen. Wir machen jetzt noch die tiefe Gangart hier. Atmest ein und mit der Ausatmung ziehst du die Knie auf deine Oberarme, streckst die Ärmchen und kommst in die Krähe. Und wenn du dann magst, zurück direkt in Chaturanga, raufschauen nach unten. Und mit der Ausatmung zurück in den herabschauenden Hund. 5 Atemzüge. Lass den Kopf baumeln und beruhig deinen Atem, sofern er dir weggaloppiert ist. Mit der nächsten Einatmung das linke Bein weit nach hinten in die Luft. Dreibeiniger Hund. Mit der Ausatmung linke Ferse, rechte Pobacke. Die linke Hüfte auf, Schulter parallel, rechte Ferse strebt Richtung Boden. Mit der Einatmung Zehenspitzen, wollte ich schon sagen. Fingerspitzen, linke Hand. Mit der Ausatmung löst du deinen linken Daumen zum Brustbein und balancierst rechte Hand, rechter Fuß. Atmest noch einmal ein, mit der Ausatmung drehst du langsam auf die Außenkante deines rechten Fußes. Also in Zeitlupe, Slowmotion, bringst du deinen linken Fuß links von dir in die Matte. Bringst deine rechte Pobacke bis kurz vom Boden. Mit der Einatmung mit Jagger Pose. Heb dein Gesäß, streck den linken Arm über deinen Kopf. Mit der Ausatmung, linke Hand links von dir in die Matte. Löst deine rechte Hand, linken Fuß, High Five. Mit der Einatmung, linken Fuß wieder in die Matte, rechte Hand zurück. Und dann heb dich mit der Einatmung wieder nach oben für mit Jagger zweiter Teil. Mit der Ausatmung, rechte Pobacke wieder bis kurz vom Boden, Daumen zum Brustbein. Mit der Einatmung, linke Hand in die Matte. Roll auf die Zehenspitzen, rechter Fuß, linke Hand. Streckt mit der Ausatmung nach hinten. Mit der Einatmung Zehenspitzen. Und mit der Ausatmung zieh dein linkes Knie. Fühl zum rechten Trizeps. Roll auf Innenseite, rechter Fuß. Daumen, Brustbein. Und streck das linke Bein nach rechts aus. Mit der Einatmung langsam wieder. Ferse zur Pobacke, dreh auf die Zehenspitzen deines rechten Fußes, ausatmen, rechte Hand in die Matte, linkes Bein, dreibeiniger Hund, streck es nach hinten aus, atme ein, beug das rechte Bein leicht an und dann kommen wir wieder in diesen Handstandmodus und bringen den linken Fuß vor uns, fast zwischen unsere Hände, atme es ein, der rechte Fuß ist geflext, Fingerspitzen mit der Ausatmung, Daumen, Brustbein. Mit der Einatmung streck die Ärmchen nach vorne aus. Mit der Ausatmung zieh das rechte Knie zum Brustbein, Fäuste unter den Rippenbogen, Katzenbuckel, Flamingo-Pose. Mit der Einatmung roll ich Wirbel für Wirbel nach oben auf, Arme nach oben. Rechte Knie zieht zum Brustbein. Mit der Ausatmung streck das rechte Bein
nach vorne aus. Mit der Einatmung wieder Ferse zum Pobacken. Mit der Ausatmung beugt das linke Bein an, mit das rechte Unterschenkel wieder parallel zum vorderen Mattenarm. Roll dich über deine Pobacken auf den Rücken. Atme ein, streck die Arme über den Kopf. Mit der Ausatmung zieh deine Beinchen über den Kopf zu deinen Fingerspitzen. Mit der Einatmung roll wieder zurück, linker Fuß in die Matte und streck dich mal den rechten Arm nach vorne aus und den linken zurück. Mit der Einatmung noch einmal Länge. Mit der Ausatmung ohne Hände roll dich wieder deine Pobacke zurück auf den Rücken. Atme ein, streck die Arme über den Kopf. Mit der Ausatmung zieh die Beinchen wieder über deinen Kopf. Mit der Einatmung roll dich wieder nach vorne, linker Fuß vorne, komm direkt in eine Adashandasana Variante. Arme, Flügelarme, rechter Fuß geflext, Fußsohle drückt gegen diese imaginäre Wand. Dann atme noch einmal ein und mit der Ausatmung so langsam dein linkes Bein an und kontrolliert steigst du mit dem rechten Fuß zurück. Mit der Einatmung, friedlicher Krieger, linke Hand Spiegel, rechte Hand Rückseite, rechter Oberschenkel. Mit der Ausatmung streckst du das linke Bein, beugst das rechte Bein ab, kreuz deine Hände für diese Kung-Fu-Variante. Und fängst an, hier ein bisschen zu bouncen, wenn ich das immer, zu federn. Ich spiele ein bisschen Klavier mit meinen Fingerspitzen. Mit der Einatmung nimmst du die Raute vor die Brust. Mit der Ausatmung drückst du die Raute weg von dir und deine linke Pupacke so weit zum Boden, wie es machbar ist für dich gerade. Mit der Einatmung die linke Hand links von deiner Matte in die Matte. Linker Fuß pointet, hebst dein Gesäß an, streckst den rechten Arm über deinen Kopf für die Brücke des Krieges. Mit der Ausatmung linke Pupacke bis kurz vom Boden. Holst du deinen rechten Arm über deinen rechten Unterschenkel. Schwung, schiebst dich über deinen linken Fuß. In Adashandasana, diesmal mit einem Schwert nach vorne, rechter Fuß wieder geflext, rechte Hand an der mittleren Außenseite, rechter Oberschenkel. Atme es noch einmal ein. Mit der Ausatmung ziehst du langsam das rechte Knie zu dir ran, beugst das linke Bein an, legst deinen rechten Fußknöchel auf deinem linken Knie ab. Daumen, Brustbein, Unterarme legst du auf diesem gemachten Tisch ab, deines Unterschenkels. Dann ist eine Einatmung, richtest dich langsam wieder auf, ziehst das rechte Knie zum Brustbein, Arme nach oben. Mit der Ausatmung beugst du das linke Bein wieder an, das rechte Unterschenkel wieder parallel zum Boden in die Matte. Rollst dich auf deinen Rücken, atmest ein, streckst die Arme in den Kopf. Mit der Ausatmung die Füße. Mit der Einatmung schiebst du dich in diese Krieger 3 Variante mit einer Knarre nach vorne, Fuß ist geflext. Mit der nächsten Ausatmung beugst du das linke Bein an, nimmst deine Hände 0,2 cm über dem Boden und streckst das rechte Bein so weit nach links aus, wie es machbar ist. Atmest noch einmal an und mit der Ausatmung kräftiger linker Fuß, streckt die rechte Ferse wieder hinten raus, Daumen, Brustbein. Mit der Einatmung Ärmchen nach vorne. Mit der Ausatmung beugst du das linke Bein wieder an. Und der Schenkel in die Matte, roll dich über die Pobacke auf den Rücken. Atme ein, Arme über den Kopf. Mit der Ausatmung Füße wieder zu den Händen. Mit der Einatmung linken Fuß wieder vorne, Hände in die Matte und du kommst direkt in einen Handstand. Das kriegen wir auch besser hin. Und so ein bisschen. Und dann rollst du dich wieder mit der Ausatmung auf den Rücken. Atme eine Hand über den Kopf. Mit der Ausatmung Füße wieder Richtung Hände. Und jetzt wieder aufgepasst. Mit der Einatmung versuchen wir direkt in einen Squat zu kommen. Nimmst du Daumen wieder Richtung Brustbein. Und dann bringen wir unsere Hände wieder in die Matte. Nimmst deine Knie wieder in deine Oberarme, presst wieder wie so eine kleine Kneifzange, machst einen Katzenbuckel, Zeigefinger 12 Uhr, schiebst deine Nase weiter nach vorne und dann heben sich vielleicht beide Füße, einen nach dem anderen von der Matte an. Atmest ein, dann ziehst du die Knie auf deine Oberarme, streckst deine Beine. Hilfe.
fällt der Vogel wieder runter. Entspannst dich, legst den Fokus jetzt mehr auf dein rechtes Knie. Streckst langsam das linke Bein nach hinten raus. Und natürlich das rechte dazu. Heraufschauen und mit Ausatmen zurück. In den herabschauenden Mund. 5 Atemzüge. Beruhig den Atem. Lass den Kopf baumeln. Fersen Richtung Boden, Schultern weg von dem Mund. Und dann kommen wir in die Child's Pose. Knie in die Matte, Pobacken auf die Fersen, drittes Auge in die Matte. Arme entweder leicht nach vorne ausgestreckt oder Handrücken links und rechts von deiner Hüfte in die Matte. Beruhig den Atem. Lass alles los, was du nicht für diese Haltung brauchst. Mit der nächsten Einatmung streck die Arme nach vorne aus, sofern du es nicht. Und mit der Ausatmung komm in den Vierfüßler. Nimm die Knie wieder hüftbreit. Stell deine Zehbeine hinten auf. Atme ein, richte dich nach oben auf. Nimm die Arme nach oben. Und kipp jetzt dein Schambein immer leicht nach vorne und nach oben, damit wir den unteren Rücken schützen, dass wir nicht so in diesen Entenpopo mit diesem ungesunden Hohlkreuz, sondern leicht. Denk dran, nach vorne und nach oben. Bauchnabel geht leicht nach innen, das hältst du. Also die Arme nach oben, atme an. Mit der Ausatmung langsam die linke Hand und deine linke Ferse und der rechte Arm zieht über deinen Kopf. Mit der Ausatmung beugst du die Beine leicht an, schwingst den rechten Arm durch, bringst die rechte Hand an die rechte Ferse und den linken Arm über den Kopf. Mit der Ausatmung schwingst du den linken Arm durch, die linke Hand zur linken Ferse und der rechte Arm geht über den Kopf. Ausatmen. Und einatmen. Ausatmen wieder. Linke Hand, linke Ferse, rechte Arm. Mit der Ausatmung der nächsten. Rechte Hand an deine rechte Ferse, linker Arm über deinen Kopf, wird aufgepasst. Mit der Ausatmung bleibst du mit deiner rechten Hand an deiner rechten Ferse und mit so langsam die linke Hand an deine linke Ferse. Schau, kipp nach vorne. Würdiges Kaninchen, Ustrasana, Kamel. Noch 2 Atemzüge. Atme ein. Und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Mit der nächsten Einatmung die Hände langsam an deinen unteren Rücken. Und mit der Ausatmung kippt das Kinn zum Brustbein. Und dann setzt du dich langsam auf deine Ferse zurück. Nimmst die Arme Richtung Decke, verschränkst dann die Hände ineinander, nimmst deine Handflächen an deinen Hinterkopf, schiebst dich so ein bisschen mehr nach hinten, machst so einen Grundrücken in Anführungsstrichen. Lass die Ellbogen mehr Richtung deinen Schläfen und nur durch das Gewicht deiner Hände hast du jetzt einen netten Stretch, auch in deinem Nackenbereich. Und gleichzeitig nimmst du den Druck auf unsere Zehenspitzen. Dann richtest du dich wieder Hauptarm Richtung Decke. Mit der Ausatmung. Linke Hand, rechte Hand in die Matte. 4 Füße, also der Fußspann in die Matte. Atme ein, das geführte Hohlkreuz. Schalte das Kopfgesteißbein Richtung Decke. Wir tackern jetzt die Beine, Pobacken fest, enge Ellbogen. Und dann beugst du langsam deine Ärmchen an und stellst dir vor, dass erst dein Brustbein oder dein Kinn in die Matte kommt. Drückst die Armchen nach vorne auf.
Und mit der nächsten Ausatmung schiebst du langsam deine Po-Back nach rechts. Mit der Einatmung wieder neutral. Und mit der Ausatmung nach links. Mit der Einatmung wieder neutral. Und mit der Ausatmung nach rechts. Mit der Einatmung wieder neutral. Und mit der Ausatmung nach links. Mit der Einatmung wieder neutral. Und mit der Ausatmung schiebst du dich langsam vor auf den Bauch. Nimmst deine Stirn in die Matte. Beug deine Beine an. Greif jeweils mit der Hand deinen Fußspann. Und mit der nächsten Ausatmung hebst du alles von der Matte an, was geht. Deine Oberschenkel, dein Oberkörper. Immer dieses Kräftemessen von deinen Händen mit deinem Fußspann. Fußspann drückt in deine Hände in deinen Fußspann, damit sich die Oberschenkel lösen können. Und du versuchst, den Kopf in der Längsachsel deiner Wirbelsäule zu lassen, für diesen großen Bogen im Liegen. Atmest noch einmal ein. Und mit der Ausatmung rollst du langsam, vielleicht auf deine rechte Seite. Mit der Einatmung rollst du langsam wieder zurück, versuchst die Oberschenkel in der Luft zu halten. Und mit der Ausatmung deine linke Flanke. Mit der Einatmung in die neutrale Position. Und mit der Ausatmung löst du. Bringst langsam eine Wange in die Matte, Handrücken links und rechts von deiner Hüfte. Und wackelst mit deinem Gesäß sanft. Links, rechts. Mit der nächsten Einatmung stellst du einen Arm nach vorne aus und drehst dich elegant auf den Rücken. Stellst die Fußsohlen hüftbreit in der Matte auf. Checkst nochmal mit deinen Mittelfingern, ob du deine Fersen berühren kannst. Presst nochmal ganz bewusst deinen unteren Rücken in die Matte. Hast ein bisschen Spannung in der Innenseite deiner Beinchen. Wenn du nicht mit dem großen Rad vertraut bist, machst du einfach das kleine Rad. Ansonsten nimmst du die Hände seitlich von deinen Ohren in die Matte. Atmest ein, hebst das Gesäß nach oben an. Und mit der Ausatmung rollst du auf den Scheitelpunkt deines Kopfes. Atmest ein, spann Beinchen, Innenseite. Und mit der Ausatmung drückst du deine Ärmchen in deine Hände finde und streckst deine Arme fest. Atme weiter ganz natürlich in den Bauch ein und aus. Atme noch einmal ein, wieder auf deine lange Kinn und Brustbeuge, und dann senkst du dich wieder ab. Nimmst die Füße mattenbreit auseinander, lässt die Knie zusammenfallen. Daumen auf dein drittes Auge, schließ die Augen. Und spür, in sowas Release heißt diese Haltung. Ein wenig nach. Wenn nächsten Ausatmen, zieh die Knie langsam zu dir heran. Umarm deine Unterschenkelknie und dreh kleine Achten mit deinem unteren Rücken. Und dann öffne die Knie leicht. Greif zwischen deinen Knien hindurch an die Außenkante deiner Füße. Deine komplette Wirbelsäule bleibt bestmöglich in der Matte. Und mit der nächsten Ausatmung drehst du deine Fußsohlen Richtung Decke auf. Für Happy Baby Pose. Du hast immer das Gefühl, du ziehst leicht an deinen Füßen.
Und damit ziehen sozusagen deine Knie an deinen oberen Rippenbogen gefühlt Richtung Boden. Deine Fersen oberhalb deiner Knie. Dann atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung kreuzt du den linken Fuß über den rechten, kreist mit der rechten Hand den linken Fußspann, mit der linken Hand den rechten. Lässt dann langsam das rechte Knie sozusagen in deiner Matte ausgleiten, deine rechte Ferse ist gefühlt an der linken Pobacke, streckst dann das linke Bein und gefühlt von deiner rechten Hand lässt du das linke Bein nach rechts fallen und schaust über deine linke Schulter und ziehst weiterhin mit deiner linken Hand mit deinem rechten Fußspann für diese Verdrehung. Ja, so eine Art Fahrradunfall. Dann atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung löst du langsam. Ziehst die Knie wieder ran, kreuzt die Füße, dich nach rechts über links, kreist linke Hand, wieder rechten Fußspann, rechte Hand linken. Lässt dann langsam das linke Knie in der Matte ausgleiten. Linke Ferse, rechte Pobacke, streckst das rechte Bein und geführt von deiner linken Hand fällt jetzt das rechte Bein nach links und du schaust über deine rechte Schulter. Atme noch einmal rein und mit der Ausatmung löst du langsam. Ziehst beide Knie wieder sanft zu dir ran. Nimmst in deine Nase Richtung dein Knie und fängst an, leicht Rock'n'Roll. Vor und zurück, kommst du immer leicht ein bisschen höher, nicht direkt auf deiner Wirbelsäule, sondern so links und rechts. 2, 3 Mal auf jeder Seite. Und wenn du dann hochkommst, versuchst du die Fußsohlen nicht auf der Matte abzusetzen, sondern auf deinem Steißbein zu jonglieren. Nase ist weiterhin zwischen deinen Knien. Für dieses kosmische Ei. Mit der nächsten Einatmung streckst du für das Boot die Beinchen nach oben aus. Arme seitlich. Flex die Füße und mit der Ausatmung bringst du deine Hände nicht neben deine Hüfte, sondern ein Stück mehr Richtung deinen Knien in die Matte und versuchst jetzt die Beine in der Luft zu lassen und nur die Pobacken anzuziehen. Ausatmen, leg dein Po, deine Beine in der Matte ab, heute die Füße, nimm die Hände hinter dein Gesäß in die Matte, 10, 15 cm, ein lachende Schlüsselbein, Kinn Richtung Decke. Und mit der Ausatmung heb dein Gesäß von der Matte an, die Fußsohlen wollen Richtung Matte und dein Kopf sozusagen, Entscheidung deines Kopfes, möchte Richtung Mattenende. Atme ein und mit der Ausatmung Zunge raus und schiel zu deiner Nase. Atme ein. Und mit der Ausatmung langsam Kinn zum Brustbein, Pobacken auf den Boden. Komm nochmal in den Kniesitz. Finde deinen aufrechten Sitz, verschränk die Hände übereinander, Daumen berühren sich leicht und lass das hier in deinen Schritt fallen, die Hand drücken. Schließ die Augen. Und finde wieder deinen Fokus, über deine ganz gleichmäßige, natürliche Atmung. Und diesen Punkt zwischen deinen
Augenbrauen, dieses sogenannte dritte Auge. Dass du versuchst mal, diesen Punkt ein wenig zu verweilen. Loslässt. Dinge akzeptierst, wie sie sind. Und Dinge eben auch annimmst. Ja, einfach geschehen lassen. Entweder bleibst du hier noch. Ansonsten komm mit der nächsten Ausatmung langsam in Shavasana. Leg dich auf deinen Rücken. Und vielleicht die Fersen mattenbreit auseinander, dass die Füße ganz entspannt links und rechts fahren. Handrücken links und rechts in die Mitte. Und lass jetzt komplett alles los. Auch körperlich. Auch atemtechnisch. Das wäre für man ganz alleine die Arbeit für dich. Und lass jeden Gedanken, der jetzt oben, der dir vielleicht rumfliegt, an dir vorbeifliegen. Werde zum stillen Beobachter deiner selbst, die Früchte deiner Praxis, dieses Prana im yogischen Sinne. Chi-Ki, wie die Chinesen oder Japaner es nennen, was sich jetzt ganz alleine in dir verteilt. Beobachte. That's it. Bleib hier gern, so lange wie du möchtest. Es war mein Vergnügen. Namaste.